willkommen hier zurück zum zweiten Modifikationsvideo von meiner Himalayan. Und zwar, wir haben nicht nur die Spiegel erneuert bei unserer kleinen Aktion, sondern ich habe mir auch einen neuen Auspuff gekauft. Ja, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Originalauspuff, der klingt wirklich gut. Normalerweise gäbe es keinen vernünftigen Grund dazu, den Auspuff zu tauschen. Der einzige vernünftige Grund ist, Gewicht zu sparen. Und ich habe mir jetzt einen Auspuff bestellt, der soll über 3 Kilogramm leichter sein als der Originale. Und ich stelle euch den gleich vor. Wir bauen den an und natürlich wird er dann auch getestet. Einmal natürlich auf Sound und auch auf Leistung. Weil angeblich soll er auch etwas mehr Leistung haben, aber gut, das ist relativ uninteressant. Wichtig ist für mich, dass er A, nicht zu laut ist, damit man nicht direkt damit rausgewunken wird. Und der zweite Punkt, ich will auf keinen Fall Leistungsverlust. Aber optisch sieht der schon mal mega cool aus und wiegt tatsächlich auch verdammt wenig. Aber erst hören wir uns mal an, wie der Original klingt, um dann später einen Vergleich zu haben. Bringen wir das Mikrofon mal näher an den Auspuff. So, da ist also das gute Stück. Also, wovon ich erstmal schon total begeistert war, ist, dass der Karton schon mal mega leicht ist. Ne? Also gewichtsmäßig passt das schon mal. Dann haben wir hier eine Edelstahlschelle dabei. Sieht schon mal sehr solide aus. Übrigens, der Auspuff, den habe ich in England bestellt, hat ungefähr 260 € gekostet. Plus Zoll und Mehrwertsteuer nochmal 70 €. Okay. Der wird, glaube ich, hergestellt in Italien. Aus irgendeinem Grund habe ich den aber in England bestellt. Ich kann euch aber jetzt nicht mehr genau sagen, warum. Irgendwie war das ein gutes Angebot. So, schauen wir mal rein. Also ich musste erstmal so richtig lachen, als ich den ausgepackt habe, weil der sieht mega cool aus und ultra klein und super leicht. Also das ist die Carbon-Variante, richtig schön. Edelstahl Flansch. Also laut meiner Waage wiegt der 1,35 Kilogramm. Ob das stimmt, müssen wir aber noch mal auch rauskriegen, weil meine Kofferwaage, die ich benutzt habe, ist glaube ich nicht so genau, aber mega. Und natürlich ultra kurz. Na? Also die genaueren Daten, die Vergleichsdaten werde ich euch dann nochmal zeigen, wenn ich den anderen abgebaut habe. Also GR Motor Racing Exhaust Technology. Der hat einen integrierten dB-Iter. Den kann man hier rausschrauben, allerdings habe ich das nicht vor. Weil wie gesagt, ich will jetzt nicht so eine Krawalltüte haben, die an jeder Ecke total auffällt. Mir geht es ausschließlich um das Gewicht. Was hier noch dazu kommt, der ist schön klein, optisch super, ist nicht so auffällig und finde ich auf den ersten Blick echt klasse. Ja, was haben wir sonst noch dabei? Die haben hier mitgeliefert aus irgendeinem Grund ein Tankbett. Okay, nette Sache. Dann haben wir hier einmal Auspuffpaste zum Montieren, Exhaust Assembly Paste und auch so ein Flansch. Genau, noch zu den Eckdaten. Der Hersteller gibt an, dass man damit 0,7 Kilowatt mehr Leistung haben soll und einen etwas höheren Drehmoment in verschiedenen Bereichen. Die haben dazu ein Diagramm mitgeliefert, beziehungsweise man kann es online einsehen. Ob das tatsächlich in der richtigen Welt auch so ist, werden wir sehen, wenn wir damit fahren. So, so viel zum Auspuff.
dann schrauben wir den alten mal ab. So, dann haben wir hier so eine Kofferwaage. Und da schauen wir jetzt mal, was das Ding wiegt. Okay. Gucken. Oh, 4,17 Kilogramm zeigt er an. Wenn das stimmt, mal gucken. Oder 4,19, wenn die Waage stimmt einigermaßen. So. Mal den anderen Auspuff. Mal gucken, ob wir den so wiegen können. Der zeigt jetzt hier gerade 0,85 an. Also mega leicht, aber ich kann euch sagen, aus dem, was ich schon mal gemessen habe, mit dem ganzen Zubehör, also mit den ganzen Schellen, bin ich bei 1,3 Kilogramm. 2, 3, 4, also ungefähr 3 Kilogramm Ersparnis. Also diese Kofferwaage hier ist nicht so super genau, aber man sieht hier schon, was für ein Klopper das ist. Ich meine, das ist kein schlechter Auspuff, aber wir können den ja mal messen. Ja, hier, guckt euch diese Dinger mal an. Der Vergleich ist der Hammer. Mega Größenunterschied. So, also der Originalauspuff hat eine Länge von 58 cm und der GR hat 41. Also von 41 bis 58, der 17 cm kürzer. Das ist echt eine ganze Menge. Sehr gut. Ja, also bin mal gespannt, wie das nachher am Motorrad aussieht. Also der Hammer, der Auspuff, muss ich sagen. Optisch ist das der absolute Oberkracher. Absolut geil. Mega. Hier die Schellen passen super, 2 Stück. Dann hier oben die Befestigung, astrein ausgerichtet. Jetzt bin ich halt noch mal gespannt, wie die ganze Sache natürlich klingt. Mega. Das ist echt der Burner. Absolut optisch passt das so gut zu dem Motorrad. Wahnsinn. Mann, Mann, Mann. So, jetzt machen wir das Ganze wieder mit dem Soundtest. Gleiche Aktion. Was halt krass ist, der Auspuff ist wesentlich weiter weg jetzt hier. Viel, viel kürzer. Viel, viel kürzer. Hammer.
So. Also mega gut, würde ich sagen. Leicht mehr nach, hört sich das nach mehr Hubraum an, richtig schön, aber nicht zu laut. Wunderbar. So, dann schauen wir mal. Kurze Probefahrt mit dem Auspuff. So. Also, ganz ehrlich, der Auspuff ist absolut top. Der sieht nicht nur gut aus, er hat auch einen guten Sound. Er ist deutlich kerniger, aber eben nicht so, dass er total auffällig ist. Also die Soundcharakteristik bleibt voll bestehen und er ist auf der anderen Seite nicht übertrieben laut. Also das Ganze gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich würde mal sagen, das passt super. So Leute, also auspufftechnisch will ich jetzt nochmal laufen lassen. Ja, so sieht's aus. Ja, wie ist jetzt mein Fazit zum Auspuff? Ich bin total begeistert von dem Auspuff. Erstmal verarbeitungstechnisch ist er extra klasse. Er sieht toll aus, er ist super leicht und ja, erfüllt eigentlich alle meine Erwartungen. Die Lautstärke ist okay, er ist nicht so aufdringlich, er hat einen relativ tiefen Klang und verändert aber auch die Charakteristik nicht von der ganzen Maschine. Lässt sich wunderbar abbauen. Beziehungsweise, ja, und er lässt sich wunderbar anbauen. Und man darf nicht vergessen, für 320 € ist das wirklich eine tolle Geschichte. Also, Ast rein. So, das war hier der kleine Auspufftest. Ich bin echt total happy damit, muss ich wirklich sagen. Sieht geil aus, klingt geil. Ast rein. Wir sehen uns. Ciao.